Bei uns geht es weiter mit einem Schwerpunktwechsel. Wir kommen von Smartphone, smarten Telefonieren und Nachhaltigkeit zum smarteren Wohnen. Und was gibt es da für einen schöneren Baustoff was gibt es für einen schöneren Mein Vermieter würde sagen Beton aus Holz. Holz, natürlich Holz, klar. Und wir haben bei uns Herrn Al-Samari vom Deutschen Holzfertigbauverband. Herr Al-Samari, können Sie uns hören und sehen? Guten Morgen. Jawohl, Al-Samari am besten. Sorry, dass ich den falsch betont habe. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Ja. Also wir haben ja verschiedene Schwerpunkte bei unserer Konferenz. Smartes Leben, smarte Technologie. Greift ja alles irgendwie so ein bisschen in sich. Und was gibt es für einen schöneren, Martin, du bist ja auch im Wald unterwegs oft. Ich wohne seit 20 Jahren im Holzhaus. Im Holzhaus. Ja. Und das Holz aber ist Holz, selber schon kein 100 fertig, Jahre. kein Das ist nur richtig. Das ist Next Level dann wahrscheinlich auch. Genau, das nächste Level, also, das Holzfertighaus. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir kennen ja auch ein paar von den Kollegen aus Ostfildern von der GDF zum Beispiel, von der Gütegemeinschaft des Fertigholzbaus. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Sie haben für uns eine kleine Präsentation vorbereitet. Ja, habe ich. Genau. Wenn Sie Ihren Screen teilen. Mache ich. Genau, und dann machen wir nachher eine kleine Q&A. Und wir freuen uns auf Ihren Beitrag, Herr Al-Samari. Können Sie jetzt meinen Bildschirm sehen? Jetzt können wir ihn sehen. Wir warten gerade noch auf ein Signal von der Regie. Alles gut. Also, Ihre Bühne, Herr Al-Samari. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ich finde es einen interessanten Kontext. Normalerweise bewege ich mich da mit meinen Vorträgen in der Fachwelt und in den Randbereichen dieser Fachwelt, die dann was zu tun hat mit Nutzern und Architekten und Planern. Ich freue mich, dass wir hier mal in so einem Kontext uns mit Zukunftsorientiertheit beschäftigen und da ganz klar auch mit dem Traditionsbaustoff Holz uns da ja auch auseinandersetzen. Und insofern, ja, freue ich mich sehr über diese Möglichkeit. Ich darf mich kurz vorstellen, nur ganz schnell für die, damit Sie mich ein bisschen einordnen können. Ich bin nämlich Bauökologe, obwohl ich Architektur studiert habe, aber ich habe mich immer mit ökologischem Bauen beschäftigt und war einer der Pioniere des ökologischen Bauens mit Holz, habe einen Verband gegründet, 1994 mit Kollegen, habe daraus diesen DHV gemacht, den Sie ja auch jetzt kennen in Ostfildern. Der ist ja der Verband, der letztendlich aus dem handwerklichen Ursprung kommt und der sich auch mit Holzfertigbau beschäftigt und dort einen ganz großen Anteil an den aktuell ständig wachsenden Holzbauteilen in Deutschland hat. War Isofloc-Geschäftsführer, habe mich da mit Dämmung und hochwärmedämmenden Projekten beschäftigt und bin seit 1992 auch freiberuflicher Holzbauberater, Sachverständiger und Präsidiumsmitglied des DHV und in der Steuerungsgruppe der AG Charta Holzpunkt 2.0. Ja, und so weiter. Also das nur mal so, damit Sie ein bisschen einordnen können, wer spricht da eigentlich. Ich wollte mich heute mit Ihnen unterhalten über das Thema Smart Building, aber insbesondere mit dem Themenverbund, mit dem inhaltlichen Verbund zu Energieeffizienz, zu Klimaschutz, zu Wohlfühlen. Und da kommt man an Holz nicht vorbei. Was wir ganz klar erkennen können, Energieeffizienz ist Klimaschutz. Das ist ganz klar. Wir reden sehr oft heute über hochwärmedämmende Konstruktionen. Wir reden über Technik, wir reden über Heiztechnik und so weiter. Wir reden über Motoren in der Mobilität, die noch sparsamer sein sollen. Wir reden über Strom, der aber auch irgendwo hierher kommt. Was immer vergessen wird, und dafür bin ich schon zu lange im Thema, ist das Thema Energieeffizienz. Und ich habe damals, 2010, ist eine Unternehmensgruppe Energieeffizienz, die DENEF, gegründet worden in Berlin. Das haben mich damals auch als Isofloc-Geschäftsführer sehr unterstützt, weil das ist ein Punkt, der kostet eigentlich gar nichts. Im Gegenteil, der bringt was, indem man einfach versucht, weniger Energie zu verbrauchen. Und das fängt eben nicht nur bei der Nutzung des Ganzen an, sondern eben auch schon bei der Herstellung. Dazu kommen wir gleich später. Was wir gerade ja aktuell sehr schmerzhaft erleben, gar nicht weit weg im Osten, ist ja die Folgen dieses Angriffskriegs, ist ja im Grunde genommen die Erkennbarkeit, die erneute und ständige Erkennbarkeit ist ja da, aber die macht uns das gerade wieder bewusst, diese Abhängigkeit von Energielieferanten. Und was wäre es letztendlich geopolitisch nicht für eine tolle Wirkung, wenn wir zumindest mit unserem Gebäudebetrieb, mit der Herstellung von Dingen weitestgehend unabhängig werden, also eine gewisse Autarkie erzeugen. Und insofern, wir haben genug Energie, die direkt unser Land erzeugen könnte durch alle Möglichkeiten, die mich jetzt gar nicht alle aufführen. Aber was das Hausbau, den Gebäudebau betrifft und letztendlich das Thema, was ich jetzt hier heute anbringen will, ist das ein Schwerpunkt. Ja, Smart Buildings. Wir versprechen letztendlich mit Smart Buildings eine gewisse Energieeffizienz ohne Verzicht. Da gibt es einen sehr schönen Artikel zu, wer sich das lesen will. Ich weiß nicht, ob Sie hinterher diese
diese ganzen Screens hier nochmal verfügbar machen. Aber es ist eben so, dass man dort ganz viel findet. Aber das ist ein ganz interessanter Bericht, den ich da gefunden habe vor Jahren schon und ist aus 2019. Letztendlich sind die Argumente ganz klar. Ich nehme intelligente Technik, letztendlich Artificial Intelligence, dass das Haus sich weitestgehend selber steuern, äußere Klimafaktoren, innere Klimafaktoren, Nutzeranwesenheit, Bedürfnisse etc. All das wollen wir sozusagen automatisieren und haben natürlich, Klammer auf, ich als Bauökologe und auch letztendlich integrierter Baubiologe sehe da so ein bisschen das Problem, dass wir uns total standardisieren mit unseren Bedürfnissen als Menschen. Das ist ein Wunsch, den man immer hat, so Komfortzone, Evertime, Komfortzone, hat natürlich gewisse Nachteile. Im Übrigen, ich komme auch aus Nordhessen, wie mein sehr sympathischer Vorredner gerade. Und hier in Nordhessen lebt man doch sehr bodenständig und akzeptiert eben auch, dass es Jahreszeiten gibt und Kälte und Wärme. Wenn wir das alles aussteuern wollten, was natürlich eine intelligente Technik versucht, dann haben wir da vielleicht auch physiologisch irgendwo Grenzen. Aber das ist ein anderes Thema, da will ich heute nicht so sehr drauf eingehen. Es geht mir vor allen Dingen darum, dass wir eben nicht, und das wird eben sehr gern gemacht bei Smart Building, wir betrachten im Grunde genommen den Ist-Zustand des gebauten Hauses und vergessen die Genese und das, was daraus mal wird. Also es gibt also viel mehr als nur im Prinzip den Betrieb. Bei den Smart Buildings geht es in erster Linie um den Betrieb, um eine kluge Vernetzung, was ja nichts gegen einzuwenden ist. Es geht um Bedarfsanpassungen. Die nächsten Schritte sind schon angedacht, dass wir aus dem Einzelgebäude können auch größere Gebäude sein, auch Hochhäuser werden mittlerweile als Smart Buildings betrieben. Es soll aber rausgehen, es soll skaliert werden. Wir wollen im Grunde genommen dort eine Quartiersvernetzung erzeugen. Es sollen auch letztendlich unter Umständen mal ganze Stadtteile vernetzt werden. Das sind so die Träume im Hightech-Bereich. Lassen wir mal losgelöst, ich will das gar nicht werten. Das ist ja auch mit der Energieeffizienz, die dabei auch zum Tragen kommt, durchaus gut und akzeptabel. Allerdings, wir sollten nicht vergessen, dass alles, was wir tun, produzieren oder nutzen oder benutzen, Spuren hinterlässt. Und das ist ein großes Thema, was uns natürlich insgesamt wegen des Green Deals der EU, natürlich aber auch wegen der Klimaschutzdiskussion und auch der Ziele der Ampelkoalition ganz klar vor Augen geführt hat, dass wir das noch viel stärker in den Fokus nehmen müssen, was uns Insidern ja auch schon immer bekannt ist. Es gibt den sogenannten ökologischen Fußabdruck im Bereich von Bildung für nachhaltige Entwicklung, reden wir vom Handprint. Es gibt da verschiedene Aspekte, wie man das sehen kann, aber alles, was wir tun, hinterlässt Spuren und diese Spuren, die wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Wenn wir uns mit Energieeffizienz beschäftigen, dann haben wir dort mit Rohstoffen zu tun, mit einer Produktherstellung, mit einer Verarbeitung, mit dem letztendlich bezogen auf die Gebäude, natürlich dann mit dem Gebäude und dann natürlich mit der Nutzung, was sehr stark abhängig ist von den Bedürfnissen des Bewohners, der Benutzer, ob das nun im gewerblichen Bereich ist, im öffentlichen Bereich oder im Privatbereich. Und für diese Energieeffizienz bedarf es eben eines ganzheitlichen Ansatzes. Das ist eben nicht nur, wie gesagt, der Betrieb des Gebäudes, darauf wird es gerne reduziert. Es geht vor allen Dingen auch darum zu überlegen, dass ich für die Herstellung Rohstoffe mit einer bestmöglichen CO2-Bilanz benutze, dass ich bei der Herstellung selber nicht nur diese Rohstoffe eben betrachte, sondern auch die Prozesse optimiere, dass ich bei der Logistik Einsparpotenziale habe. Was nutzt das alles, wenn man das von weit herholen muss mit einem großen Aufwand und einem großen CO2-Impact letztendlich dann auch transportieren muss, wenn es dann vor der Haustür liegt. Ich will insgesamt auch bei der Nutzung einen geringstmöglichen Energieverbrauch, am besten halt ein Passivgebäude oder sogar ein Energie-Plus-Gebäude, was durch die eigentliche Konfiguration mit entsprechenden erneuerbaren Energieanlagen am Gebäude, ob das Geothermie ist oder ob das Photovoltaik ist oder Solarthermie, möglichst einen ganz geringen Energieverbrauch bis zum Pluseffekt. Und ganz wichtig, und das wird in Zukunft sicherlich noch ein stärkeres Thema werden, ich möchte auch viel wiederverwerten können von dem, was ins Gebäude eingebaut wird. Da muss ich sagen, sind auch wir im Holzbereich zwar schon weiter als die meisten anderen, aber ganz sicher noch lange nicht da, wo wir hinwollen oder wo es hingehen kann. Wir brauchen eine höhere Recyclingfähigkeit. Wir brauchen auch Technologien, die es erlauben, halt die Gebäude dann auch nach einer Nutzungszeit von x Jahren, 50, 60, 70 Jahren unter Umständen auch wieder so zu verwenden oder so zu verwerten, dass sie wiederverwendbar sind. All das gehört aus meiner Sicht zum Thema Energieeffizienz und eben nicht nur auf Strom und auf Heizenergie reduziert. Machen wir mal einen kleinen Sprung in das Thema Rohstoff und den Werkstoff und vergleichen das mal ein wenig. Wenn Sie das sich genau anschauen, dann sehen Sie, auf eine Tonne des Werkstoffs bezogen, haben wir eine positive CO2-Bilanz. Und wir reden ja sehr aktuell in der Tagespresse, in der Weltpresse, in den ganzen Entscheidungen fließen ja immer mehr auch die Frage der CO2-Emissionen ein.
weil uns das Thema Klimaschutz steht jetzt natürlich momentan zu Recht hinter der Priorität 1, diese Kriegssituation im Osten in der Ukraine und dieser Angriff von Russland ist natürlich momentan Prio 1 in den News und sollte uns auch sehr intensiv beschäftigen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die anscheinend abklingende Pandemie, was immer das auch uns noch bringen wird. Aber der Klimawandel und alle Folgen davon machen uns doch sehr zu schaffen. Die Menschheit wächst und wir werden auch mehr Wohnbedarf haben. Das sehen Sie allein daran, dass es 400.000 Wohnungen pro Jahr jetzt geben soll. Das ist das Ziel der aktuellen Regierung. Und wie das gehen soll, wissen wir noch nicht so genau. Aber wenn es geht, dann möglichst doch so, dass wir im besten Falle möglichst wenig CO2-Emissionen noch erzeugen. Und wenn Sie den Rohstoff Holz sich anschauen, den Werkstoff Holz, erkennen Sie, dass Sie einfach dort positive Bilanzen haben, aufgrund der Fähigkeit des Holzes beim Wachstum auch CO2 einzuspeichern. Komme ich gleich noch drauf. Bei der Ziegel ist es ein Output, der natürlich durch den Produktionsprozess entsteht, genauso beim Stahlbeton. Beim Stahl kann sich jeder vorstellen, bei den hohen Temperaturen, die man braucht, um Stahl zu erzeugen, und auch beim Glas, habe ich halt einfach eine negative Bilanz. Das Holz entsteht im Grunde genommen, ohne dass ich jetzt zu sehr in die chemischen Prozesse hier einsteigen will, indem halt eben die Pflanze, der Baum sozusagen aus CO2-Bindung aus der Atmosphäre und aus Wasser unter Zuhilfenahme von Sonne über die Photosynthese einen Stoffzuwachs erzeugt, der also praktisch für uns als Holzwachstum sichtbar wird. Und dabei speichert dieses Holz im Prinzip das CO2 ein, und zwar dauerhaft, solange es eben da ist. Und wenn Sie sehen können, dass ein Kubikmeter Holz etwa 916 Kilo CO2, das ist ein Durchschnittswert von unseren Kollegen von der Uni in Wien, von der Uni für Bodenkultur ermittelt. Das ist ein Durchschnittswert natürlich, und der Holz hat als nachwachsender Rohstoff, wie übrigens alle nachwachsenden Rohstoffe, eine positive CO2-Bilanz. Das ist alleine schon ein Argument, um es viel stärker noch im Fokus zu nehmen. Im Holz wird das CO2 über die gesamte Nutzungsdauer gespeichert. Daher spricht man beim Bauen mit Holz von der Kohlenstoffsenke. Wenn Sie das hinterher verbrennen, dann wird auch nur wieder das freigesetzt, was mal eingespeichert war, aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen möglichst oder wollen wir nicht, kann man nicht sagen, wir wollen möglichst eine geringe thermische Verwertung, wir möchten möglichst einen hohen Wiederverwertungsanteil, damit wir eben auch dann über die Erstnutzungsdauer auch in eine zweite Nutzungsphase eben diese Kohlenstoffsenke fortschreiben können. Ein Systemvergleich, nur weil das an der Stelle, glaube ich, erlaubt ist, wäre die Zementindustrie ein Staat, dann lege sie bei den CO2-Emissionen an dritter Stelle hinter China und den USA. Das wissen die wenigsten. Global werden jährlich über 4,6 Milliarden Tonnen aktuell Zement verbaut. Ganz besonders stark in China, weil durch die wahnsinnigen Entwicklungen dort, aber auch Saudi-Arabien und andere Länder produzieren Zement in großer Menge. Und bei dessen Herstellung fallen aber 2,8 Milliarden Tonnen CO2 an. Das sind 8% der weltweiten Emissionen und mehr als der gesamte Flugverkehr und alle Rechenzentren zusammen ausstoßen. Und in Deutschland, nur dass man das runterskaliert einmal, produziert unsere aktuelle Zementindustrie, und die ist eher rückläufig, weil sie auch nach außen ins Ausland geht und verlagert, momentan etwa 20 Millionen Tonnen CO2 aufgrund der nationalen Zementproduktion. Für eine Tonne Holz speichert der Baum aber 1,9 Tonnen CO2, die erst bei der Nutzung, letztendlich bei der thermischen Nutzung erst wirksam werden. Wenn man sie einfach einbaut, passiert da gar nichts. Das heißt, pro Einfamilienhaus, Wohneinheit, wenn Sie das aus Mehrfamilienhäusern oder auch aus Verwaltungsgebäuden, Kindergärten und Objekten zurückrechnen, werden durchschnittlich jährlich pro Einheit 60 Tonnen CO2 gebunden für die gesamte Nutzungszeit. Das heißt, bei ca. 50.000 Einheiten, davon 25.000 Einfamilien- und Zweifamilienhäuser, der Rest in Mehrfamilienobjekten und in Verwaltungsgebäuden und Objekten aus dem Gewerbebau. Wenn man das umrechnet, dann werden in der Holzbauweise in diesem Jahr etwa 3 Millionen Tonnen CO2 dauerhaft gespeichert. Nächstes Jahr übrigens auch wieder Tendenz steigend, weil wir in den letzten Jahren ja eine steigende Holzbauquote in allen Bereichen haben. Ganz kurz, unsere Branche beschäftigt sich sehr stark mit dem Thema Lifecycle Analyze, also Lebenszyklusanalyse, eine Ökobilanzierung. Und die wurde bisher meistens nur vom Produkt bis zum Ende des Lebenswegs betrieben. Was Sie hier sehen, ist allerdings, es beginnt schon viel früher. Die nachhaltige Waldbewirtschaftung, die also aus dem CO2 aus der Atmosphäre unter Zuhilfenahme der von mir schon dargestellten Hilfsmittel Wasser und Sonne Sauerstoff freisetzt, Zuwachs an Rohstoff bietet, damit eine nachhaltige Liefermöglichkeit für das Produkt. Und es gibt immer wieder Diskussionen, wenn dann alles in Holz gebaut würde, hätte man gar keinen Wald mehr. Das stimmt nicht. Wir haben jährlich einen Holzzuwachs, der ist groß genug, nicht nur auf Deutschland begrenzt, auch auf die Nachbarländer. Wir kommen mit dem Zuwachs auf alle Fälle so hin,
dass wir ja nicht alles auf einmal verbauen, sondern es wird ja nach und nach verbaut. Wir haben ja dort auch begrenzte Lieferkapazitäten. Das heißt, dann aus diesem nachhaltigen Waldbewirtschaftssystem geht es ins Produkt über den Bauprozess und da zählen verschiedene Kategorien auch fließen in diese Ökobilanzierung ein. Da kommt die Nutzung mit mannigfaltigen Faktoren, da kommt der Ende des Lebenswegs, der hier nur mit Abbruch, Transport und Abfallbewirtschaftung meistens gesehen wird. Und das ist in der aktuellen Ökobilanz einfach nicht ausreichend zu betrachten, sondern jetzt kommt unser Second Life, die energetische Nutzung, die Rückgewinnung und das Recyclingpotenzial des Materials. Und momentan wird von 50 Jahren ausgegangen, das ist eine Lobbyregelung, die sich die Mineralwerkstoffindustrie ausgedacht hat, um unsere Vorteile hier zu schmälern. Wir kämpfen auch dort an der Front in Berlin an den entsprechenden Stellen, damit unsere ganzheitliche Betrachtung der Ökobilanzierung auch angesehen wird. Holzhäuser halten Jahrhunderte. Sie haben, einer der Moderatoren eben, ich habe Ihren Namen nicht, hatte ja gesagt, er wohnt schon lange Jahre, 20 Jahre im Holzhaus. Damit meint er wahrscheinlich ein Fachwerkhaus. Ich wohne auch in einem Fachwerkhaus, in einem wunderschönen in Nordhessen. Das Haus ist schon mehrere hundert Jahre alt. Sie halten, können auch angepasst werden an moderne Bedürfnisse, können auch gedämmt werden nach den momentanen Bedürfnissen, technisch ausgestattet. Und es kann vieles wiederverwertet werden nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip. Beim Bauteilvergleich will ich gar nicht so lange einsteigen, kann man nur eins sagen: Wenn man Stahlbeton, also als Ausgangsvariante Kalksandstein und Mineralwolle nimmt, dann hat man 100%ige Emissionen. Nehmen wir den ganzen Bereich des Holzfertigbaus, kommen wir auf ein Drittel. Also wir haben über 70% Einsparungen gegenüber dem heutigen Baustandard, der bei gleicher Dämmleistung einen dreifach höheren Emissionswert ausstößt. Mache ich das noch in Stahlbeton- und Wärmedämmverbundsystem, wie das bei Hochhäusern gerne gemacht wird oder bei Großprojekten, dann liege ich noch weiter drüber. Das heißt, bei der ganzen Betrachtung müssen wir eben im ganzen Ansatz genauer hinschauen und stellen fest, dass eben die Holzfertigbauweise im Standard gar nicht mal so sehr als Passivhaus, sondern alleine schon aufgrund der Herstellung eine niedrigere Äquivalente hat. Also, Häuser aus Holz sind energieeffizient und leisten aktiven Klimaschutz. Und sie sind aus meiner Sicht traditionell zukunftsfähig und individuell. Das heißt, auch so ein Haus, was überhaupt nicht so nach dem Holzhaus aussieht oder richtig spacig irgendwie wirkt, mitten in dieser ja irgendwo Ortsrandlage, Landschaft, auch das hat sich jemand gebaut, aber das ist auch komplett ein Holzhaus. Genauso wie Kindergärten, Schulen, Verwaltungsgebäude. Das ist eine Druckerei, die hat ein Kollege in Augsburg gebaut. Es gibt diese mittlerweile Achtgeschosser, ganze Wohnanlagen in Holzbauweise. Dieser Achtgeschosser ist schon seit ein paar Jahren gebaut in der Nähe von Augsburg von Firma Huber und Sohn. Dieses modulare Studentenwohnheim, der Woody in Hamburg, hat 370 Mikroapartments von Kaufmann Bausystemen erstellt. Das ist noch ein gerendertes Bild. Das Ding ist jetzt fertig. Das fand ich einfach gut von der Anlage, vom Bild her. Es gibt noch weitere Fotos, wer sich das angucken will. Woody ist im Begriff, einfach nur ins Google eingeben. Wir haben Holzhochhäuser weltweit, die gerade gebaut werden. Das sind zwei in Deutschland. Das in Heilbronn fertiggestellt ist Kajo, 34 Meter hoch, hat Tom Kaden und sein Kollege gebaut, der auch das erste Siebengeschosser in Berlin gebaut hat. Hier ein Gebäude von Hamburg ist im Bau befindlich, wird also 65 Meter hoch. Also das ist schon durchaus beachtlich. Ganz spannend, das Gebäude The Cradle in Düsseldorf von Interboden, innovative Gewerbewelten. Die haben diesen Holzhybridbau erstellt. Hier wurde noch stärker auf Stoffkreisläufe, auf Nachhaltigkeitsthemen Rücksicht genommen. Natürlich über 70%, 80% der Materialien sind komplett aus Nachwachsen, also sprich Holz und Holzwerkstoffe. Es gibt natürlich bestimmte Bereiche, Bodenplatte, Innenaufzüge, wo man eben anderes Material verwenden muss, das Glas natürlich auch. Aber im Kern ist all das letztendlich im Grunde genommen unter diesen Gesichtspunkten Cradle to Cradle entstanden. Wer sich damit beschäftigen will, als Anreiz. Ein Gastbeitrag von Stefan Rahmsdorf im Spiegel, 31.05.21, Spiegel Online. Stefan Rahmsdorf, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, sagt ganz klar, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, müssen wir Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernen und speichern. Wird vermehrt mit Holz gebaut, können Städte zu regelrechten Kohlenstoffspeichern werden. Das hier ist ein Gebäude in Wien, ist fertiggestellt, 84 Meter hoch, 24 Stockwerke, da ist ein Schreibfehler, nicht 2 Stockwerke, 24 Stockwerke, zu 75% aus Holzteilen entstanden, also auch hier eine ganz klarste Kenntnis. Zum Wohlfühlen in Gebäuden aus Holz kommt noch hinzu, jetzt haben wir Energieeffizienz, Klimaschutz, wir haben den Geruch, den viele gut finden, wir haben die Oberflächentemperaturen, diese Holzoberflächen, auch die Trockenbauoberflächen, wenn sie weiß lasiert sind, Lehmbauplatten oder was auch immer, sind angenehmer als ein kaltes Mauerwerk. Wir haben ein Feuchteverhalten, was zum Raumklima beiträgt. Also das sind im Grunde genommen die Dinge, die entscheidend sind. Die Inhaltsstoffe aus den natürlichen Rohstoffen sind auch keine Chemie, die synthetisch erzeugt wurde, sondern das ist im Prinzip
sind das natürliche Emissionen aus Holz, die zum Geruch beitragen, die Zellstrukturen tragen zu den warmen Oberflächen bei. Also alles Faktoren, die der Mensch bei allem, bei aller Technikglorifizierung, bei allem Notwendigen, das wir auch brauchen, was Digitalisierung und so weiter angeht, sind wir immer noch Lebewesen. Wir haben ein physiologisches Grundbedürfnis und das fühlt sich nun mal wohler in einem Gebäude, was angenehmere Essentials hat, als wenn wir nur in einem Glas-Stahlkasten sitzen würden. Da mag es zwar Ausnahmen geben, aber in der Masse ist das so. Holz ist natürlich ein... Wir müssten so langsam zum Ende kommen. Bin gleich fertig. Schon ein bisschen drüber. Ja. Bin gleich fertig. Ihr wart aber vorher schon drüber, bevor ich einstieg. Wir haben im Fichtenholz bestimmte Inhaltsstoffe, wenn das interessiert. Jetzt komme ich zu meinem Fazit, bin eigentlich gleich fertig. Die ganzheitliche Berücksichtigung dieser Faktoren bei Rohstoff und Verarbeitung und so weiter, bei den Baustoffen, die Kombination von Bauteilen, der höchste energetische Standard, die Wohlfühlatmosphäre, die Berücksichtigung von Stoffkreisläufen und auch dieser aktive Klimaschutz und damit für mich die Nutzung unserer eigenen Intelligenz, anders als Human Intelligence eigentlich benutzt wird, macht Gebäude in Holz, Fertigbauweise zu den wahren Smart Buildings aus meiner Sicht. Und deswegen glaube ich einfach, dass Smart Building energieeffizient, CO2-senkend, auch angenehm als Umgebung traditionell hochmodern sein sollte. Und deswegen plädiere ich ganz stark, noch mehr in Holz zu bauen. Und wenn Sie das interessiert, dann können Sie sich hier für mehr Informationen an uns wenden. Ich bin fertig. Herr Alsamarei, ganz herzlichen Dank. Das interessiert uns natürlich sehr, dieses Thema, weil Wohnen ist für uns Menschen, ja, was gibt es Wichtigeres? Essentiell. Und wenn man baut ja meistens, wenn man überhaupt baut, nur einmal. Man baut ökologisch, man will smart leben und Holz ist der Stoff dafür. Frage ist natürlich, warum wird dann tatsächlich, Sie sagten, die Möglichkeiten sind nicht nur so das klassische Einfamilienhaus auf dem Land, sondern auch Hochhäuser, tolle Beispiele, wird ja viel getan, aber warum wird dann tatsächlich wenig mit Holz gebaut und nicht noch mehr mit Holz? Das ist der beste Baustoff, den wir haben, der ist zeitgemäß wir haben Energiekrise, wir haben Krieg, wir haben Corona, whatever. Also wir müssten eigentlich viel mehr mit Holz bauen. Warum? Ist es das Geld? Ist es wegen mehr des Bewusstseins? Sind es die fehlenden Grundstücke? Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Antworten. Ja, es gibt eine Menge Antworten, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber kurz zusammengefasst, grundsätzlich haben wir seit Jahren eine Tendenz, die eigentlich in die richtige Richtung geht. Wir steigern die Holzbauquote in den verschiedenen Bundesländern doch erheblich. Als ich damit angefangen habe, wie gesagt, Anfang der 90er mit ein paar Kollegen uns da intensiver drum zu beschäftigen, gab es auch im klassischen Zimmererwesen einige wenige, die dort schon mit Fertighäusern zugange waren. Die wurden meistens als Holzbau nicht erkannt. Das waren Kostengründe, die in den 70er und 80ern zu den ersten Holzfertigbauten führten. Jetzt ist es natürlich ökologische Gründe und jetzt haben wir im Grunde genommen eine Quote, die in Bayern und in Baden-Württemberg 25% der Einfamilienhäuser schon umfasst, steigernd jedes Jahr. Und jetzt mit der Erschließung von neuen mehrgeschossigen Geschichten, die ja auch Bauordnung, also die Landesbaurechte mussten ja auch angepasst werden, dass wir Holz eben auch verwenden dürfen, weil es ja grundsätzlich ein brennbarer Baustoff ist. Allerdings gibt es da ganz sehr gute Lösungen, deswegen dürfen wir auch Hochhäuser bauen. Also all das ist im Werden. Andere Hemmnisse haben ja andere Bausysteme auch. Ja, insofern wir sind da am Wachsen. Brand ist zum Beispiel ein Thema, das dich beschäftigt. Ja, das wäre genau das, was ich jetzt wissen wollte. Genau, Brandlast, gerade bei Hochhäusern. Was sind da konkret für Maßnahmen, um diese Brandlast zu minimieren? Also das Holz selber hat eine ganz super Eigenschaft. Wenn Sie einen Massivbalken versuchen zu verbrennen, dann brennt er von außen erstmal ab. Diese Abbranddicke und das Abbrandverhalten ist etwas, was die Feuerwehr mittlerweile verstanden hat, was Holzhallen, Gebäude aus Tragwerk mit Holz, standhafter macht als Stahlbauhallen. Weil Stahl irgendwann weich wird und dann kippt das alles zusammen. Also Sie können heute mit der richtigen Holzstärke und im Bedarfsfall, je nach Baurecht, mit einer Beplankung von Gipsplatten oder von irgendwie anderen Oberflächen ein sehr, sehr hoch brandgeschütztes Gebäude erstellen. Deswegen sind ja Hochhäuser auch genehmigungsfähig. Und wir sind in Deutschland ein bisschen hinten dran. In Skandinavien, in Nordamerika, auch in Österreich und in der Schweiz hat man noch höhere gebaut, aber die ersten Hochhäuser mit 34 und 60 Metern sind ja jetzt in Deutschland am Entstehen. Das heißt, wir sind da auf dem Weg. Das heißt, alle Anforderungen werden dort erfüllt. Und insofern lässt sich das in Holzsystemen gut kombinieren. Zum Teil eben auch mit einem massiven Kern, kommt eben auf die Anforderungen an. Ja, stimmt, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Also das habe ich schon festgestellt. Bei mir hat das Sägewerk gebrannt, da ist eben das Fachwerk selbst, das steht noch, der Rest ist weg. Ja. Gut, aber das andere war jetzt auch der Nachschub. Ich meine, wir haben doch momentan, ist es doch so, dass eigentlich Holz eher knapp ist. Weil ja, das war eine Empfindung. Das war eine Empfindung, die wir letztes Jahr hatten, also vor 2 Jahren, als diese starken Dürrekatastrophe war in Deutschland und auch die Borkenkäfer-Kalamitäten. Da wurde Holz eben, damit es auch nicht hier die Wälder noch länger belastet, eben auch von Amerika aufgekauft, von China. Da gab es eine kurzfristige Delle, die auch zu einer erheblichen Preiserhöhung geführt hat.
Das hat sich aber wieder ein Stück nachreguliert. Grundsätzlich lassen wir mal diesen Sonderfall mal außen vor. Es ist natürlich so, Sie könnten jetzt nicht sagen, wir rasieren einmal den gesamten Wald ab und verbauen das. Das können wir ja gar nicht, weil wir gar nicht so viel Bauvorhaben haben. Das Schöne an dem Begriff nachwachsender Rohstoff ist eben, dass er nachwächst. Und er wächst nach, indem er halt eben aus den natürlichen Ressourcen des CO2 in der Atmosphäre, wie ich eben schon sagte, also wir haben ein nachwachsendes Potenzial und es gibt auch genug Studien und Zahlen drauf, das sprengt halt hier heute den Rahmen, hätte ich Ihnen auch zeigen können. Wir können den Nachschub so sauber abbilden, dass wir all das, was an baulicher Aktivität durch die Baufirmen überhaupt geleistet werden kann, durch die Zimmereien und Holzbaufirmen, dass das auf alle Fälle gesichert ist. Aber hat die Fichte noch langfristig noch eine Chance jetzt mit dem Klimawandel? Die Fichte hat da eine Chance, wo sie gut steht. Die gibt es in Deutschland auch völlig unbelastet durch die letzten Jahre. Die stand eben zum Teil an Standorten. Die Fichte war ja der Holz- und Brotbaum in der Nachkriegszeit, weil es schnell wächst und billig war. Und wir brauchten das eben für den Wiederaufbau. Jetzt stand sie immer noch an Standorten, die eben nicht dürrestabil sind. Und da gehört sie eben nicht hin. Das heißt, die Waldwirtschaft, die Forstwirtschaft stellt sich diesen Aufgaben. Wir stehen ja da auch im Kontext. Ich bin auch Mitglied im Deutschen Holzwirtschaftsrat, im Leitungsteam. Wir diskutieren das ja auch mit den Kollegen. Es werden andere Standorte nötig sein. Es werden andere Baumarten wiederum an diesen Standorten gut verträglich zu pflanzen sein. Das passiert alles. Dieser Waldumbau ist vielleicht, wie so vieles in unserem Land, ein bisschen verpennt worden, weil der Klimawandel kommt. Und die Klimawandelfolgen haben natürlich da auch Auswirkungen. Gibt es da Alternative zur Fichte jetzt als Bauholz? Ja, gibt es. Es gibt die Douglasie, diesen Tiefwurzler, die geht sehr gut. Es gibt die Seekiefer, es gibt die Küstentanne, es gibt ganz viele, auch Nadelhölzer. Wir müssen ja wissen, Nadelhölzer brauchen wir. Die am meisten verwendeten Dinge. Wir können mit Buche und Eiche natürlich sehr gut bauen, aber die ersetzen nicht zwingend alle Nadelholzvarianten. Und es gibt diese Varianten, die gibt es. Und die sind zum Teil ja auch schon in Pflanzung und es passiert auch, zum Teil ja auch schon zum Glück schon vor 30, 40 Jahren gepflanzt. Also diese radikalen Veränderungen im Wald, die natürlich für uns jetzt als Waldspaziergänger sehr sichtbar wurden, auch schmerzhaft. Ich wohne hier in einer sehr waldreichen Umgebung, nennt sich Waldhessen. Da hat es natürlich richtig Spuren hinterlassen. Und da muss man einfach sagen, hier hat die Forstwirtschaft jetzt was zu tun. Ich will ein Thema nur ganz kurz ansprechen, und zwar Energieeffizienz. Ich sage mal, da haben wir ja drüber geredet, eigentlich, wenn man baut, sollte man mit Holz bauen. Probleme gibt es natürlich hin und her auch. Es ist, glaube ich, auch in der Kommunikation immer nicht so ganz einfach für jetzt, sag mal, Nicht-Fachpublikum zu verstehen, was es da alles so für Prädikate und was es da für Standards gibt. Ich zähle nur Passivhaus, Aktivhaus, plus Energiehaus und so weiter. Da wurde wahrscheinlich in den letzten Jahren auch so in der Kommunikation vielleicht nicht immer so ganz der Nerv der Zeit getroffen. Jetzt ist es so, dass wir tatsächlich uns um Energieeffizienz mehr kümmern müssen denn je. Von daher Frage wegen mir, wie kann man, ich sage mal, tatsächlich diese ökologische Art zu leben und zu bauen noch weiter forcieren? Das wäre unser letzte und das wäre tatsächlich müssten wir tatsächlich als letztes Statement nochmal mit rein. Das weiter forcieren passiert ja im Grunde genommen auf verschiedensten Ebenen. Wir schaffen auf der einen Seite, haben wir den Bedarf, den formulieren Sie ja auch als Nutzer, da haben da viele Menschen. Und dann muss man das natürlich in eine Frage stellen, für welchen Preis bekomme ich welchen Standard. Auch das heißt, wir haben in den letzten Jahren die Standards, die immer höher wurden, auch immer günstiger, also vom Preis her immer günstiger anbieten können, weil sie eben in der Fläche mehr gebaut wurden. Es brauchte dazu auch einen entsprechenden gesetzlichen Rahmen, der das reguliert. Und wenn wir das mehr machen wollen, müssen sich einfach auch größere Projekte in diese Richtung entwickeln. Das tut auch die begleitende Politik, indem sie halt dort Maßnahmen ergreift. Die KfW fördert solche Standards. Also das ist ein ganzes Konglomerat von verschiedensten Aspekten. Und letztendlich ist der erste Schritt, wenn ich bauen will, hin zum Holzfertigbauer, zum Architekten, der auch mit Holzbau sich beschäftigt, schon mal der richtige Weg. Und dann habe ich eben nicht nur den Betrieb des Hauses, das können andere Systeme auch, sondern was ich gezeigt habe, war ja der ganzheitliche Ansatz, Energieeffizienz ganzheitlich zu verstehen. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Sehr gut. Herr Alsamerey, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, wir hätten noch genügend Fragen. Leider keine Zeit mehr. Ich hoffe, wir treffen uns gerne mal wieder bei dem Format oder in einer anderen Form. Ja, wir sind erst am Anfang. Dazugelernt. Wir sind erst am Anfang. Ja. Holz ist die Zukunft. Genau. Absolut. Ja. Ganz herzlichen Dank nochmal nach Nordhessen. Dankeschön. Alles gut. Und wir machen weiter mit dem Steffen Wangerhoff. Jetzt muss ich kurz fragen, wie wir das machen. Wir machen, glaube ich, eine kleine Pause und bauen um. Genauso habe ich es verstanden. Okay. Also, bis gleich. GreenTech Live geht gleich weiter mit Steffen Wangerhoff. Hier jemand aus der Region. Ja? Bis gleich.